Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei sind im Moment zusammen im Pfälzerwald unterwegs. Um genau zu sein, in der Region Trifelsland. Und heute möchten wir die Pfälzer Hüttentour mit euch laufen. Ja, ein Rundweg mit rund 18,5 Kilometer, gut 600 Höhenmeter. Und wie es der Name schon sagt, mit einigen Hütten am Weg. Ja, 4 an der Zahl plus ein Naturfreundehaus. Hier hinter uns seht ihr die Landauhütte, hat heute leider zu. Ja, Das ist halt unser Hüttenglück. Schauen wir mal. schauen wir mal, genau. Wir haben ja noch 4 andere Chancen, irgendwo einzukehren. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist und ob wir es schaffen, irgendwo eine Einkehr zu finden, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Start unserer Wanderung auf der Pfälzer Hüttentour an diesem schönen Freitag war am Wanderparkplatz bei St. Johann. Von dort aus ging es erst einmal ein Stück hinauf und direkt ab in die Weinberge. Wohin auch sonst am Rande des Pfälzerwaldes. Und warum haben wir gerade erwähnt, dass Freitag ist? Nun, es wird im Laufe der Tour noch relevant werden. Wir waren noch nicht weit gekommen, da frönte Anne schon ihrem liebsten Hobby am Wegesrand, dem Plündern der Brombeersträucher. Scheint zu schmecken. Weiter geht's, aber der nächste Strauch war nicht weit. Gestärkt ging es nun aber endlich richtig los mit der Wanderung. Auf zur ersten Hütte, wo ich dann hoffentlich das erste Stück Kuchen bekomme. Da ist die Hütte. Aber was ist das? Fensterläden und Türen verschlossen? Hier gibt es wohl eher keinen Kuchen für Tobi. Dafür aber eine schöne Aussicht. Kurz hinter der ersten Hütte gerieten wir dann in einen heimtückischen Hinterhalt. Ja, ich sag's ja, Stechviecher. Mich haben sie auch schon erwischt. ah, nee, Mhm. das ist nicht im Rucksack, oder? Hä? Das war in der Tüte. Was? Der Stil, das liegt bei mir da. Ja, das Tyrnestil hast du entweder daheim oder es ist im Auto. Das hat mich vorhin auch schon wieder geärgert. Eigentlich gehört's in den Rucksack. Eigentlich hätten wir ja ahnen können, dass der Pfälzerwald ein bisschen was vom Sherwood Forest hat. War doch Richard Löwenherz in der Vergangenheit mal auf der Burg Trifels, sagen wir mal höflich, zu Gast. Dem Hinterhalt entkommen, brauchte Anne auf den Schock erstmal eine weitere kleine Stärkung. Ihr ahnt sicher schon, was nun kommt. Noch nicht ganz zuckersüß, aber schon richtig gut essbar. Na immerhin. Beim Naschen hatte sie den Schock schnell überwunden und es ging flotten Schrittes weiter. Kommt euch der Wegabschnitt gerade irgendwie vertraut vor? Euer Gefühl trügt euch nicht. Wir waren hier früher im Jahr schon einmal unterwegs. Ja, das erste Stück der Pfälzer Hüttentour ist gelaufen und zwischenzeitlich, wie ihr hinter uns seht, einen alten Bekannten getroffen hier. genau, den Pfälzer Mandelpfad. Den sind wir ja im März und April gelaufen, zur Zeit der Mandelblüte. Der war sehr rosa und pink, der Weg. Fliege. Ja, ihr seht, wir haben unseren Spaß. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir auch spaßig weiter. So, zwei Spaßvögel on Tour.
Vor der nächsten Hütte waren noch einige Höhenmeter zu bewältigen und wir passierten zuvor noch die aussichtsreich gelegene St. Anna-Kapelle, eine römisch-katholische Wallfahrtskirche, die Ende des 19. Jahrhunderts erbaut wurde. Ein paar Meter weiter kamen wir zur zweiten Hütte der Hüttentour. Jetzt muss es mit dem Kuchen aber klappen. Ja, zweite Hütte auf der Pfälzer Hüttentour und die zweite Hütte, die auch zu hat. Anscheinend haben die alle nur sonntags geöffnet, also freitags ist es dann halt ein bisschen blöd. Aber gut. Schauen wir mal, ob wir bei einer der anderen beiden Hütten nachher noch Glück haben. So ein Pech aber auch. 2 Hütten und gleich 2-mal Pech gehabt. Nun ja, die dritte Hütte soll zum Glück nicht weit sein. So, dritte Hütte auf dem Weg. Dritte Hütte hat freitags auch geschlossen. Das war aber auch ein Kreuz mit diesen Hütten. Ob Tobi heute noch zu seinem heiß ersehnten Stück Kuchen kommt? Zu diesem Zeitpunkt hoffte er auf die 4. Hütte. Wer beim Intro aufgepasst hat, der weiß aber schon, was uns dort erwartete. Schön ist sie ja, die Landauer Hütte. Aber auch hier galt, frei nach einem bekannten Song, freitags ist sie nie da. Weiter ging es also zu meiner letzten Hoffnung, dem Landauer Naturfreundehaus. Der Weg dorthin war aber noch weit. Unterwegs sollten wir noch an einem weiteren Aussichtspunkt vorbeikommen, dem Orensfelsen. Das letzte Stück dorthin war aber recht steil, was sich ohne Kuchen im Bauch gleich doppelt so schwer lief. Am Orensfelsen angekommen, erwartete uns eine schöne Aussicht. Gut zu sehen waren leider auch die zunehmend dunkler werdenden Wolken. Es wird doch heute nicht noch regnen wollen. Besser gleich zügig weiterlaufen. Vor lauter Eile hatte Anne dann aber den Weg nicht recht im Blick. Hab's drauf! Ja, Um es mit deinen Worten zu sagen. ich bin aber nicht ausgerutscht. Aber gestolpert. Nein, ich bin da hängen geblieben. Dann war es erreicht. Das gelobte Kuchenland. So, wir haben es endlich geschafft. 5. Verpflegungsstation auf dem Weg. Die erste, die offen hat, Naturfreundehaus. Darauf war jetzt Verlass. Oder Und- die letzte. Ja, und es war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich irgendwo hingekommen bin.
auf die Kuchenkarte guckt und angefleht wurde, auf jeden Fall Kuchen essen zu müssen, weil sie haben so viel Kuchen da. Sie haben tatsächlich so viel Kuchen da. Eine riesen Auswahl noch dazu. Und preislich war es auch. Ja. Kann man nichts sagen. Würde ich Geschmacklich sagen. ist auch gut. Ich habe ja schon probiert. Ja, Anne schnabuliert schon. Das Gewitter kommt. Genau, deswegen, wir sehen zu, dass wir hier unseren Kuchen wegkriegen und hoffentlich vorm Gewitter zurück am Auto sind. Natürlich waren wir nicht schneller als das aufziehende Unwetter. Auch wenn wir den Weltuntergangsregen nicht bestellt hatten, bekommen haben wir ihn trotzdem. Nachdem der größte Regenschauer durchgezogen war, ging es wasserdicht verpackt weiter, zurück in Richtung Wanderparkplatz. Geschafft. Bisschen nass geworden, aber war nicht schlecht der Weg. Die Pfälzer Hüttentour liegt am Ostrand des Pfälzerwaldes, direkt angrenzend an die oberrheinische Tiefebene. Die Hüttentour startet am Wanderparkplatz St. Johann und führt gegen den Uhrzeigersinn vorbei an 4 Hütten und einem Naturfreundehaus. Weitere Highlights sind die St. Anna-Kapelle und der Ohrensfelsen. Ja, da haben wir es geschafft. Die Pfälzer Hüttentour ist gewandert. Und wir haben uns jetzt erstmal ein paar Kilometer weiter bewegt, damit wir schön im Trockenen eine kleine Abmoderation für euch machen können. Ja, dann würde ich mal fragen, Anne, wie war der Weg? Ja, also der Weg war trotz seiner Länge, die ja doch jetzt nicht ganz so kurz ist, auch wenn sich die verschiedenen Stellen da nicht ganz einig sind, wie lange eigentlich ist. Genau, also im Prinzip Homepage sagt 18,2. Das erste Schild, was wir gesehen haben, 18,8. Das nächste Schild 18,4. Meine Aufzeichnung sagt wieder was anderes. 18,3 waren es, glaube ich, die Aufzeichnung. Also irgendwas mit 18 Kilometer Ja. wird er gehabt haben. Aber wie gesagt, trotz der doch beachtlichen Länge, würde ich mal sagen, verfliegen die Kilometer einfach so, weil es ist extrem abwechslungsreich gewesen. Wir hatten breitere Wege mit aber Aussichten dann auch immer wieder dabei. Es gab schmale Pfade, dieses typische Pfälzer-Geläuf mit Sandstein und Wurzeln und diesen trockenen Kiefernadeln am Boden, was sich so schön weich läuft. Also ja, war ja irgendwie wieder typisch Pfalz und total schön. Also ich kann mich da auch nicht beschweren. Abwechslungsreich war Aussichten waren top, sowohl über die Weinberge als auch von diesen Felsen oben. Also gerade die Aussicht von den Felsen, die war top. Orensfelsen oder so ähnlich. Name ist mir tatsächlich auch entfallen. Ja. Im Zweifel, wir blenden es nochmal ein. Also da habt ihr auch nochmal einen schönen Blick auf die Burg Trifels. Wir waren ja auch im Trifelsland unterwegs. Also da kann man echt, was das angeht, nicht meckern. Und top natürlich bei der Hüttentour 4 Hütten plus ein Naturfreundehaus. Aber da müsst ihr einfach ein bisschen gucken. Wegen der Öffnungszeiten, die sind meistens am Wochenende geöffnet, die Hütten, also Samstag, Sonntag. Beziehungsweise Trifelsblick haben wir gelesen dienstags, und beim Naturfreundehaus, die haben jetzt phasenweise in den Ferien, haben die irgendwie mal auch am Stück offen. Einfach vorher gucken und informieren. Genau, man kann sich ja entsprechend vorbereiten und je nachdem, wie man es gerne hätte, weil wir haben uns jetzt auch überlegt, ja schön, wenn sie offen sind, die Hütten. Auf der anderen Seite ist dann natürlich wieder wahrscheinlich deutlich mehr los auf dem Weg. Oder zumindest um die Hütten herum. Also sonntags kann ich mir vorstellen, dass gerade bei den Pfälzer Hütten ist bestimmt. erfahrungsgemäß ordentlich was los. Wir hatten jetzt das Glück, dass das Naturfreundehaus offen hatte. Das war super, also das hat richtig Spaß gemacht. Sehr lecker und preisgünstig, also Preis-Leistung passt da 100%. Stück Kuchen 2,50, Pott Kaffee 2 Euro. Ja. Das finden wir jetzt heutzutage eher Und nicht mehr so eine oft. Und große. Riesenkuchenauswahl. Also Ja. war schon top, hat Spaß gemacht. Genauso wie der Weg, genau. Genau. Ich glaube viel mehr, doch die Beschilderung.
da können wir noch was zu sagen. Ich habe nichts zu meckern. Ja, genau, deswegen muss ich dich jetzt erinnern. Ich habe nichts zu meckern. Die Beschilderung war sehr gut gewesen. Also wir haben Wir überall hat uns Markierungen an gehabt. keiner Stelle verlassen, genau. Ja. Also kann man zuverlässig laufen, den Weg. Ja, nichtsdestotrotz, ich habe meine GPX-Datei wieder nebenher laufen, aber habe sie diesmal nicht gebraucht. Gut, dann würde ich sagen, für dieses Mal haben wir es dann wieder soweit. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns auf unserer nächsten Tour wieder.